Hollywood-Star George Clooney fordert in einem Gastbeitrag in der New York Times den Rückzug des amtierenden US-Präsidenten aus dem Rennen um das Weiße Haus. Unter der Überschrift "Ich liebe Joe Biden, aber wir brauchen einen neuen Kandidaten" macht er deutlich, dass der Kampf gegen die Zeit für Biden eine Schlacht sei, die er gar nicht gewinnen könne. Clooney selbst ist bekennender Demokrat und hatte erst vor wenigen Wochen bei einer Wahlkampfveranstaltung Spenden in Millionenhöhe für Bidens Wahlkampf gesammelt. Von dieser Unterstützung scheint jetzt aber nicht mehr viel übrig zu sein. Michael, die Forderungen nach einem Rückzug Joe Bidens werden größer, mehr und außerdem prominenter. Was löst das für Diskussionen aus? Also, dass George Clooney ins Anti-Biden-Lager gewechselt hat, auch mit sehr, sehr warmen, anerkennenden Worten für Joe Biden, das ist schon ein ganz, ganz herber Schlag tatsächlich. Und hinter den Kulissen scheint es ja wieder so zu sein, dass sich eine neue Welle aufbaut. Gestern hatte man noch den Eindruck, am Montag, hier ist es ja noch Dienstag, hatte man den Eindruck gehabt, im Repräsentantenhaus und im Senat wird der Widerstand gegen Biden eingefangen. Das hat aber nur ein paar Stunden gehalten und jetzt dann ein neuer Anlauf vielleicht mit George Clooney, auch dem Führer der Demokraten im Senat. Er wird unterstellt, er wird mit den Worten zitiert, dass er sich vorstellen könnte, dass Biden gehen müsste. Also jetzt kommen auch prominentere Stimmen durch, die sich da versammeln. Die Frage ist, was heißt das für Joe Biden, der auch heute noch einmal ganz klar gesagt hat, beziehungsweise gemeldet hat über seine Kampagne, dass er im Rennen bleiben wird. Das liest sich nicht so, als ob er tatsächlich da ein Einsehen hätte. Dann jetzt wird es die Pressekonferenz geben zum Abschluss der NATO-Sitzung. Joe Biden alleine dann auf der Bühne und da werden die Amerikaner ganz genau hinschauen und ihn grillen. Und dann wird jeder Versprecher, Aussetzer oder vielleicht, wenn man ein Wort vergessen hat, dann auf die Waagschale geworfen werden. Und das wird ihm dann angekreidet und wird die Diskussion am Ende weiter anheizen. Was das heißt jetzt tatsächlich, ich glaube, dass der Präsident auf jeden Fall noch ein paar Tage durchhält und wenn er sich in diesen Tagen regenerieren kann, gute Auftritte hinlegt, dann hat er vielleicht doch eine politische Überlebenschance. Danke nach Washington, Michael Wüllenweber.